Just a quick heads up, in this episode we're gonna show the butchering of an animal. Of course the footage is gonna be pixelated, but if you prefer to not watch it, you can skip the timecode on the bottom of your screen. That being said, this episode is one of our all-time favorite travel experiences, and we hope you enjoy the journey as much as we did. We always wanted to join somebody who is rebuilding an abandoned place. This old lady and her husband purchased the property, and I'd say they saved it. And what they did now is bringing life back to this place. Das ist der Huhn, der geschlachtet wird. Hat das Huhn einen Namen? Nein, wenn du einen Namen gibst, dann kann ich nicht schlachten. Ja. Die Tiere können sich frei bewegen. Hier sind ungefähr 12 Hektar Land rund um das Haus. Since we are stuck here for at least 5 days, we decided to help out a bit here on the farm. Wenn ich nicht weitermache, dann geht alles kaputt. Right now we are sitting in the middle of a farm. We are here because our car. It was obvious that this will happen on this trip. It broke down like on day 3 in Romania. So to be fair, like I said before, we started with this overheating problem, and in the last few days it got very hot, like 36 degrees during the day. And if we would continue, we would risk a bigger problem like an engine breakdown. So we decided to go to this mechanic guy, but he only has time in about 5 days. And so we were looking for an Airbnb, and we found this place, which is very special. Like a manor or castel, how it's called in Romanian, and it's falling apart for like 40 years now. This old lady and her husband purchased the property, and I'd say they saved it, because if they hadn't bought it, I mean, it would fall apart. And what they did now is like bringing life back to this place. We always wanted to join somebody who is rebuilding an abandoned place, because that's a way of saving this place we never documented. Yes, so the broken car is bringing us to these places, apparently. Yeah. Well, that's a nice way of saying that we have a shitty car. Guten Morgen! Hallo! Was machen die Schweine? Okay. Beruhigt euch mal, was ist los? Ich glaube nicht, dass das da draußen sein soll. Oh, wie ist das da hingekommen? Loch im Zaun. Gut, Marco, dann müssen wir Fangen jetzt wir ein. dieses Schwein fangen. Wie schwer kann das schon sein? Alter, das Sagte ist, der Stadtmensch. das ist todesschwer. Das sag ich dir jetzt schon. Weil die übelst viel Schiss haben die ganze Zeit. Yo. Okay, wir müssen... Oh, nee. Das ist direkt... Gut, Mission failed. Wo bist du hin, Schwein? Es ist komplett weg. Es ist da runter gesprintet. Ich glaube tatsächlich auf der Seite, dort sind gar keine Zäune, oder? Ich glaube, der Zaun auf der Seite endet einfach hier. Ah, Dort okay. ist alles komplett Ja, offen. gut, okay. Das heißt, alle Tiere, komplett alle, die dort rumlaufen, können raus in die Welt. Guck mal, was da gerade reinläuft. Kommt das Schwein? Mission erfolgreich. Die Stadtkids haben geregelt.
We were captivated by this large abandoned estate, a place once on the brink of collapse that was now embracing a second chance at life. For over 2 decades, its owner has poured heart and effort into reviving these crumbling walls. During our stay, we set out to uncover its rich history while immersing ourselves in the daily rhythms of farm life. A rare opportunity for us to experience a different reality shaped by resilience, tradition, and the profound bond with the land. What we couldn't foresee was just how deeply this place would draw us in, keeping us far longer than we had planned. Alright, since we are stuck here for at least 5 days, we decided to help out a bit here on the farm. In exchange, we even get free dinner every night. And the food here, it's really amazing. I mean, it's all self-made and it's even like local cuisine. It's pretty awesome. And our host is in a big city. She's selling a chicken today on the market, and we were there when she butchered the chicken. And I think as somebody who eats meat, you really have to experience it once to see that it really comes from an animal that's alive, or a living being. Yeah. Das ist der Huhn, der geschlachtet wird. Hat das Huhn einen Namen? Nein, wenn du einen Namen gibst, dann kann ich nicht schlachten. Ja. Ich weiß nicht, dass in den Pott kommt. Ja. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das erste Mal für uns beide, dass wir dabei sind, wenn das passiert. Ja? Most of the meat we consume nowadays comes from industrialized processes, hidden from view. But here, on our host Maria's farm, the act of butchering was transparent, making us reflect on our own eating habits and often invisible cost of convenience in the global meat industry. Ein Geschäft, die haben ihre Methode, die gehen und dann wird Automatik und dann wird gerupft, alles mit Maschinen und so. Und Aber das ist ja der Punkt, man hat es nur noch, es ist ja so abstrakt, man hat es in einer Plastikverpackung, sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein Tier. Ist das für dich noch was Besonderes, wenn du das Tier schlachtest? Das ist ja wahrscheinlich schon 100-mal gemacht, oder? Mitleid war schon, aber jetzt habe ich mich angewöhnt. Es ist ja auf jeden Fall der... Irgendwie ist eine Übung, ein Job. Ja, es ist ja auch auf jeden Fall, wenn man Fleisch konsumiert, dann der natürlichste Weg, das zu machen. Der sieht nicht so gut aus, kriegt einen Hund. Since filming this over 2 years ago, our diets have shifted toward vegan or at least vegetarian options, which is a choice made easier by the accessibility of affordable and tasty plant-based products in German supermarkets. But not every region has that privilege. When we travel and immerse ourselves in different ways of life, we still make exceptions today, understanding that food is often at the heart of cultural connection. This moment on the farm was a reminder of the respect and responsibility that should accompany our food choices, no matter what's on our plates. So, fertig. Das war der Hund. Okay, aber das heißt, die Innereien kommen nicht weg? Nein, nein. So, finito, fertig. It was good to see, to really get a feeling where the food comes from or should come from. After that you can decide if you want to continue eat meat or not. For me, I'm not sure right now. I don't know, let's see. It's important to see something like this because as someone who lives in the city, you are likely to get out of touch. In the supermarket it's like 400 grams of chicken, €3 or something like that, packed in a plastic bag. It looks very pristine and and unnatural. Yeah, unnatural. So you completely lose touch of what it actually is. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Die ganzen Bauern, die das sehen, werden sich denken, oh nee, was macht er mit einem guten Feld? Was machst du hier drüben?
Suppe wird gemacht, ist von Hand, so der Brust und noch ein Teil. Das ist also unser Abendessen hier. Ja, so bitteschön, guten Appetit. Ich werde noch die Kartoffel bringen. Noch mehr. Einfach wie jeden Abend viel zu viel. Aber ich glaube, das ist ja so. Und wir haben auch hart gearbeitet, also brauchen die Energie wieder. Vor allem auch für morgen. Damit man mal ein bisschen was auf die Rippchen kriegt. Ne? Und dann kommt der nächste Gang. Jawohl. Das Ist kaum noch Platz hier auf dem Tisch. Das ist Peperoni-Marmelade, das passt zu allen Gerichten. So, dann guten Appetit. Vielen Dank. Das So, ist, Wasser bringe ich und 2 Gläser. ja, wann kommen die restlichen Leute, die das alles essen? Ja. Schauen wir. Within just a few days, we found ourselves enchanted by the charm of farm life and Maria's heartfelt hospitality. Her unwavering determination has reshaped the fate of this historic manor, and we were eager to uncover the story behind it. How did she come to own such a remarkable place? To explore Maria's journey of resilience, vision, and preservation, we sat down for an interview and joined her on a tour of the estate. Bitte noch mal klatschen. Sehr gut. Dann fangen wir an. Wer bist du eigentlich? Ich heiße Maria Radermacher. Ich bin hier geboren, in Rumänien. 1982 bin ich nach Deutschland gereist. Um die 30 Jahre in Deutschland habe ich gelebt. Ich habe auch dort gearbeitet, bin aber oft hier nach Rumänien gekommen. When Maria opened the local newspaper on a visit back in 2002 and read about this estate being up for sale, her life took a profound turn. Nestled in the far west of Romania, close to the Serbian border, the property is bordered by the serene Timiș River on one side and surrounded by endless fields on the other. The manor is older than almost any building in the 700-soul village called Rudna. Its origins date all the way back to the 1780s, when Baron Iovan Nikolić commissioned its construction. Ich habe hier ein altes Buch und steht auch alte Fotos von diesem Gebäude. Schauen Sie, die Anzüge, wie die bekleidet waren damals. Und so sah das aus, diese Gebäude von Anfang an. Das war der Baron Nikolić. The Baron was also responsible for constructing many of the surrounding buildings, including the now ruined family's mausoleum, just a short walk away. In 1946, however, the family was dispossessed and their lands claimed by the state. The grand estate was repurposed over time, at one point even housing soldiers. But after the fall of communism in 1989, the buildings were abandoned. When Maria first set foot on the premises, she found it in a state of ruin. The windows were all gone, the doors had been taken, and the electric cables had been ripped out of the walls. The roof was on the verge of collapse, and thieves had even begun dismantling bricks from the facade. Yet Maria and her husband saw potential. They've painstakingly restored parts of the manor in the past 2 decades. Today, the once neglected grounds are alive again, home to more than 100 animals. So, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Wir wollen euch nur filmen, ein bisschen. Ich habe bestimmt 50 Stück. 50. Das sind überwiegend Hängebauschweine. Moritz! Moritz! Wo ist er denn? Moritz, da bist du ja. Hallo Mama. Hallo Mama, Moritz. Hallo Mama, Moritz. Hallo Mama, Moritz. Hallo Mama. Ja,
Hallo Mama, hallo Mama. Der kennt dich nicht. Guck mal, meine Hühner in dem Regal hier, die gehen nicht weg. Die haben sich jetzt ihr Nest hier gebaut. Ja. Ja, super. Und die wollen sich immer klauen, ein Hund. Ein Hahn klaut der andere dem Hund und der andere klaut der eine der Hund. Und du hast uns mal auch gesagt, du hattest schon mal mehr Pfauen und auch mehr Hühner. Ja, der Fuchs hat leider die beschlagnahmt. Die Tiere können sich frei bewegen. Hier sind ungefähr 12 Hektar Land rund um das Haus. Wir haben auch gesehen, auf der Seite da hinten, da ist gar kein Zaun, oder? Können die Tiere da einfach weglaufen? Oder ist da doch was? Ja, man könnte eigentlich, ja, aber die kommen gerne wieder zurück. Ich habe ein Schwein verkauft. Ich habe getauscht mit einem Schaf von einem Mann hier im Dorf. Und der Schwein kam eines Tages wieder zurück. Und der Mann hatte gesucht und gesucht und gesucht, sagte, der Schwein ist nicht mehr da. Und er kam hier bei mir in den Hof wieder. Hier sind sehr viele Aufgaben. Ich habe fast durchgehend zu tun. Wenn ich aufstehe, füttere die Tiere, mache Frühstück und dann gehe ins Garten, verkaufe Sachen auf dem Markt, von Beispiel Eier oder ein geschlachteter Huhn. So, das ist die Allee mit den Kastanienbäumen. Die sind sehr alt und die haben sich zum Glück noch erholt wieder. Weil bevor wir das gekauft haben hier, dann haben die Leute hier im Dorf abgeschnitten. Als ich hier reingekommen bin, dann konnte ich nicht reinschlafen, sondern im Zelt. Da war verlassen, war hier über Jahre niemanden und ich habe ihn bewohnbar gemacht. Man sollte eigentlich hier 10 Leute, die arbeiten und sauber machen und alles in Schwung bringt, aber leider ist zu wenig. Hier habe ich noch was für die Tiere, Essen für die Hunde. Ich habe 10 Hunde. Hier haben die Leute, die vor dem Baron gearbeitet haben, haben die gewohnt. Der Baron und seine Familie haben oben gewohnt. Aber ich wohne lieber hier. Das ist das kleine Wohnzimmer hier. Hier in diesem Raum, als ich erstes Mal reingekommen bin, das war keine Fenster, keine Türen. Und in diesem Raum, das war ein Pferd. Da hatte sich schön vor den Schatten gestellt. Der hatte sich wohlgefühlt hier auf der Wiese. Und dann ist er zur Erholung hier reingekommen in das Zimmer. Das war richtig verlassen, da war keine Zäune, da war nichts, absolut nichts hier. Ja, natürlich habe ich mich verliebt. Auf erstes Mal in diese Gebäude, das würde ich alles aufgeben, nur dass wir das haben. Und habe ich meinem Mann erzählt von dieser Sache und er war total überrascht, was ich vorhatte. Leider ist mein Mann 2016 gestorben und seitdem bin ich allein hier, dass ich selber muss sorgen, dass die Sachen funktionieren, weil wenn ich nicht weitermache, dann geht alles kaputt. Und ich möchte so gerne, dass die Gebäude restaurieren wird. Nur leider gibt es nicht so viel Geld, das fertig zu machen, weil ein Architekt hatte uns erzählt, dass mindestens 1 Million Euro würde das kosten, das zu restaurieren. Maria chose to give this estate a new chapter instead of letting it vanish into oblivion. Today, half of the main building has been lovingly restored, while the other half still stands in quiet decay, waiting for the care it desperately needs. Places like this don't endure because of stone and mortar alone. They survive because of the people who refuse to let them disappear. This old manor whispers stories of the past, centuries of memories etched into the walls worth saving. Guck mal da an die Mauer, da hinten, da stehen irgendwelche Namen. In der Wand drin, Tina steht links.
Die 2 Namen rechts daneben kann ich nicht lesen. Da an der Tür steht auch noch irgendwie Alien. Das ist crazy, ich frage mich, wie alt es ist. We have our quarters here in the upper floors of the manor. This room, this is our room, this used to be the living room of the place actually. Now it's the main room for the guests. That's the bathroom over here. And over here we have another guest room. It's not used at the moment because we're the only guests. And yeah, this used to be the office. Hier das Leben so, wie das ist, gefällt mir das sehr. Ich mag keinen Luxus mehr. Natürlich möchte ich gerne diese Gebäude restauriert sehen. Nur die Mittel mit dem Geld reichen nicht. Und ich hoffe jeden Tag, dass wir europäische Gelder irgendwo bekommen oder eine Unterstützung, dass man restaurieren kann und das viel mehr machen kann. This manor offers no luxury in the traditional sense, but there is warmth, authenticity, and a simple beauty of being truly present. Life here moves to a different rhythm, slower, simpler, and untouched by the relentless pace of the modern world. If Maria's story has inspired you, and you ever find yourself in the western part of Romania, consider stopping by Castel Nicolici. We've linked to her Airbnb in the video description below. Whether you're looking for a place to stay or willing to lend a hand, Maria will welcome you with open arms. Her love for this place is contagious. She was working tirelessly, yet always found time for kindness, laughter, and connection. Even when we found ourselves stranded with a broken car, she was there, caring and helping us to find a mechanic. Today is the car repair day. As nice as this place is, we would also love to see more of Romania. So let's hope this car can be fixed and we can go up to the mountains. Very close to the place of the car mechanic, we spotted this abandoned synagogue and we weren't sure if we could get inside, but then we just tried the door and the door was unlocked. Join us in the next chapter of this series as we uncover more of Romania's neglected and abandoned landmarks, immerse ourselves deeper in its rich culture, and spend more time with Maria on her farm, while also facing what may be our biggest challenge on this journey so far. As it turned out, it's like a big flea pandemic at the moment. Yesterday I counted it's about 300 by now. 300 bites. Yeah. It would pretty much suck to have them with us on our trip when we leave. I mean, it would be probably a reason to abort this whole trip. The time we spent on Maria's farm became one of our favorite travel memories ever. And in fact, we are planning to go back there to pay her a visit and to lend a helping hand once more, just to see how everything is going. Right now, though, we are preparing for a project which is a bit bigger than just visiting an old friend on a farm. We are preparing for Brazil and our plane's gonna land there in less than a week. It's gonna be a several-month journey from north to south along the coast. And if you're a local and you want to contact us to exchange information or just, I don't know, meet up, then feel very free to contact us. You can do so with our social media or our email. Of course, we keep working on new videos. At the moment, we are aiming for 1 upload a month. More is not really realistic at the moment. Then you may hear it as well. I was sick for 1.5 weeks, which gave us a huge setback in the time plan. And also, this is gonna be the last time you see me in this setting, because in a few days I'm gonna give up this shared apartment of mine. So the next time I'm checking in, it's gonna be from Brazil, and then after this, I've got no idea, but let's see where the journey takes us. A huge thanks and a big shout out to everybody who is supporting us along this journey. So everybody who's watching our videos on a regular basis, everybody who's writing comments and is engaging with us, being part of this community, and everybody who's buying our merchandise, supporting us on Patreon. The fact that we are having plane tickets to Brazil now is only possible because we started this project about a decade ago.
And sometimes we cannot wrap our head around it because it's so bizarre. But we are here thanks to you, and we're gonna bring a lot of good stories from Brazil. So stay tuned and see you in the next one.